Ich bin jetzt hier in Köln, in der Nähe von Köln, in Pulheim. Stommeln heißt das hier. Und hier befinden sich die Dierks Studios. Und hier hat Michael Jackson in 96 mal ein Lied aufgenommen oder an einem Lied weitergearbeitet. Und zwar hat er hier damals an dem Song Ghosts gearbeitet und hat hier das vielleicht finalisiert. Und hier findet an diesem Wochenende das Seminar statt von MJ Music Day. Jetzt seht ihr hier im Hintergrund auch die Dierks Studios. Und hier haben die so ein großes Schild oder ein großes Plakat aufgebaut. Und ja, das ist der Eingang. Hier findet das Seminar heute statt von Michael Prince und von Morris Pleasure. Und gleich kommt noch Jennifer Batten. Und sie erzählen hier über verschiedene Songs, die Michael Jackson aufgenommen hat. Also es geht hier nicht nur um den Song Ghosts, eigentlich bisher gar nicht. Es werden verschiedene Songs vorgespielt, die Multitracks vorgespielt, die auch für die Live-Versionen genutzt wurden. Zuschauer können Fragen stellen. Hier sind ungefähr rund 50, 60 Gäste. Vorne, wir sitzen in einem Tonstudio hier, da darf man leider nicht filmen, das muss man alles abgeben. Und das ist hier der MJ Music Day. Vorne gibt es noch einen Merchandising-Stand. Und ich gucke jetzt mal, inwieweit ich hier mit euch reingehen darf und zeige euch einfach noch ein bisschen, was hier so los ist. Ich habe gerade schon gesagt, das ist in den Dierks Studios in Pulheim, hat das stattgefunden, das Seminar. Das französische On-the-Line-Team MJ Music Day, die haben das organisiert. Und vor Ort waren zu Gast angekündigt Brad Baxter. Der war aber nicht da, um das direkt schon zu sagen. Brad Baxter hatte in der Vergangenheit einen schweren Autounfall. Er war verhindert, konnte deshalb die Reise hier nach Deutschland nicht auf sich nehmen. Er hat sich also entschuldigen lassen, wenn auch in der Veranstaltung man das gar nicht richtig aufgeklärt hat, weil er sollte zugeschaltet werden. Es hieß die ganze Zeit, er wird remote dabei sein. Er war aber letztendlich gar nicht dabei. Man hat ihn nicht mehr zugeschaltet und es wurde auch nicht mehr aufgelöst, warum das nicht stattfindet. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten waren vor Ort Morris Pleasure auch genannt, Mitglied von Earth, Wind and Fire, temporär meine ich. Er selbst ist Bassist und auch Keyboarder und war geplant für die This Is It Tour mit Michael Jackson in London aufzutreten und er war auch in den Rehearsals dabei, in den Vorbereitungen zu der Tour. Er ist auch in dem This Is It Film zu sehen, also Mo Pleasure, Mo wird ja Kurzform genannt. Außerdem dabei waren Michael Prince. Michael Prince ist ein Toningenieur, der mit Michael Jackson zusammen an den Alben, ich meine, es waren Dangerous und History, gearbeitet hat. Er ist in Fankreisen auch bekannt. Er ist auch, bei Bad hat er auch mitgemacht. Bad 25 Doku ist er auch zu sehen. Also er hat sehr lange mit Michael im Studio zusammengearbeitet. Und später kam noch Jennifer Batten dazu. Jennifer Batten, die war nur am Sonntag da, nicht am Samstag. Und ja, sie wurde extra eingeflogen, sie kam eingeflogen, die sind ja alle nicht aus Deutschland, sie wurden alle hier für dieses Event eingeflogen. Jennifer hatte noch am Samstag ein Konzert in Portugal, war bis 1 Uhr nachts sozusagen unterwegs, war sie erst im Hotel, morgens um 6 mit dem Flieger ist sie von Portugal nach Düsseldorf geflogen und von Düsseldorf musste sie dann noch nach Stommeln kommen zu den Dierks Studios und das hat sie auch selbst gesagt, sie war Matsche in der Birne, sie hat kaum geschlafen, hat ein anstrengendes Wochenende und sie hofft jetzt hier alle Fragen beantworten zu können, die ihr später gestellt werden konnten. Ich glaube, man soll um 9:30 da sein. Wir haben jetzt, glaube ich, 9. Um 10 Uhr geht's los, also ich habe noch ein bisschen Puffer. Aber ich glaube, es wird knapp. Der Sonntag ging los morgens um 10 Uhr und dort angekommen waren natürlich Michael Jackson-Fans da und das muss ich auch direkt sagen, es war super schön, wieder so ein Michael-Erlebnis zu machen,
weil ich super viele bekannte Gesichter gesehen habe, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte. Und da hat man sich wieder gesehen. Es waren ungefähr 60 Leute dort vor Ort. 60 Gäste hatten die Veranstaltung gebucht. Und man hat Michael-Fans wieder getroffen und auch neue Fans oder auch neue Michael-Fans getroffen, die ich noch nicht kannte. Und man hat auch bekannte Gesichter gesehen, wie zum Beispiel die Moderatoren vom Michael Jackson Podcast, der Matthias war dort oder auch der Jonas war vor Ort und auch die Malibu-Begründerin oder die Malibu-Fanclub-Vorsitzende Jenny war vor Ort, die ja auch hin und wieder im Podcast zu hören ist. Und eben ganz viele andere Fans, die aus München angereist sind. Da gab es das Team rund um die Michael Jackson Bücher It's All for Love. Da gibt es ja 2 Bücher. Im ersten Teil bin ich sogar auch drin mit einer Geschichte. Da gibt es noch ein zweites Buch von. Die waren auch vor Ort. Das heißt, am Anfang haben wir uns erstmal alle gesammelt. Dann gab es eine Stelle, wo wir unsere Taschen und Handys und Aufnahmegeräte abgeben mussten. Das wurde auch sehr streng kontrolliert, weil man wurde mit einem Detektor abgescannt, nachdem man alles abgegeben hatte, wie am Flughafen, um sicherzugehen, dass wir keine elektronischen Geräte mit reinnehmen und auch nicht aufnehmen. Nachdem es ja Anfang des Jahres diesen Vorfall gab auf einem Brett Sandberg Seminar, ist es hier halt tatsächlich so gewesen, dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr scharf waren. Man wurde sehr deutlich kontrolliert. Ja, und als wir reingegangen sind, hat jeder noch so ein Bändchen bekommen. Damit waren wir gekennzeichnet mit unserer Nummer von unseren Wertsachen und Rucksäcken, die wir abgeben mussten. Und damit konnte man dann in der Pause natürlich auch später sich die Sachen wiederholen. Und hier habe ich auch meine Karte, das hat jeder bekommen. Jeder, der dort bei war, hat hier so ein Bändchen bekommen. Making History with MJ steht da drauf, Dirks Studios. Und ich habe hier eine Karte bekommen, da ist auch Michael drauf abgebildet. Da steht Stuff drauf. Ich habe die Karte halt so kurzfristig gebucht, dass die für mich das nicht mehr so herstellen konnten, wie die anderen das hatten. Bei den anderen stand nämlich überall der Name hier mit drauf. Deshalb habe ich ein Bändchen bekommen mit Stuff drauf und auf der Rückseite wurde dann mein Name handschriftlich geschrieben. Aber ist auch ganz cool, das als Souvenir noch von dieser Veranstaltung zu haben. Und danach ging es in ein Studio, in ein Aufnahmestudio. Oder es war eigentlich eine kleine Halle, wo wir reingegangen sind, wo, glaube ich, auch Veranstaltungen auf diesem Dirks-Gelände stattfinden. Und dort war vorne ein Pult aufgebaut, wo Maurice Pleasure und Michael Prince saßen. Und ich habe dort halt auch wie alle anderen Platz genommen. Das waren so Kinosessel, recht bequem. Und von da aus hat man dann den Tag verbracht. Am Vormittag gab es eine ganze Reihe von Michael Jackson Multitakes. Also das sind die Multitakes sind die mehrspurigen Aufnahmen von einem Song. Also wenn ein Song in einem Studio aufgenommen wird, singt ein Künstler ja verschiedene Tonspuren ein. Einmal den Background-Gesang, den Hauptgesang, dann noch irgendwelche He's und Who's, dann die Instrumente und so weiter. Und aus all diesen Tonspuren ergibt sich dann der Song. Und diese Multitracks, also diese einzelnen Tonspuren dieser verschiedenen Songs, hatte Michael Prince dabei. Und er hat von verschiedenen Songs die Multitracks vorgespielt. Und das war natürlich ein Highlight, weil das natürlich Tonspuren waren, die wir sonst gar nicht zu hören bekommen. Und Michael Prince hat uns gefragt im Publikum, was wollt ihr hören? Und dann gab es immer Reaktionen aus dem Publikum. Und dann hat er bei sich im Computer gesucht, ob er dazu die Multitracks hat. Und dann wurden diese eben in der super Akustik, in super Klang vorgespielt. Und zu manchen Songs gab es eben auch nochmal Besonderheiten. Und an einer Stelle hat Jonas vom Michael Jackson Podcast die Frage gestellt, könnte er von Whatever Happens mal diese ganz hohe Stelle spielen in den Multitracks, weil ziemlich zum Schluss singt Michael Jackson mit einer sehr hohen Stimme im Falsett Whatever Happens. Ich kann überhaupt nicht singen, aber ne, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und das war dann ganz interessant, weil
Michael Prince sich daran nicht so genau erinnern konnte, wo das sein sollte. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, ob er bei den Invincible Sessions dabei war. Hat er das gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall hatte er die Multitracks von Whatever Happens da. Und dann hat er nochmal diese Schlussphase von dem Song aus diesen Multitracks vorgespielt. Und das war total spannend, weil das war so überraschend, was Michael da an Stimmenumfang geboten hat, weil er war da richtig wild. Da habe ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Whatever Happens so wild am Ende ist. Und dann kam er immer wieder in den Refrain rein und dann davor dieses wilde, wie man das von Michael halt auch kennt aus anderen Songs, so wie bei Remember the Time, ne, dieses und so. Also das war halt richtig, ja, das hat Spaß gemacht, das zu hören. Und dann hat er aber diese Stelle nicht so auf Anhieb gefunden. Dann war auf einmal eine Stelle, wo er Whatever Happens hochgesungen hatte. Und dann meinte ich, nee, Jonas, nee, das ist nicht die Stelle. Dann hat er was nach vorne gespult und dann kam wieder was Wildes und dann dieses Whatever Happens. Nee, das war sie auch nicht. Und dann hat er es doch mal durchlaufen lassen. Und dann kam die Stelle, wo er diesen ganz hohen, also Whatever Happens mit so einer ganz hohen Stimme singt. Und das war dann auch nochmal ganz interessant, das so isoliert zu hören. Nur diese eine Stelle, weil man das auf der CD ja maximal im Hintergrund hört, aber dass man das so einzeln laut in so einer Qualität hören konnte, das hat man normalerweise nicht. Und das fand ich mega, dass sowas in dem Event präsentiert wurde. Neben Whatever Happens gab es noch eine ganze Reihe anderer Multitracks, die wir gehört haben. Zum Beispiel von Smooth Criminal, den Multitrack, von You Rock My World, den Multitrack und noch eine ganze Reihe mehr. Ich versuche gerade mich daran zu erinnern, welche das noch waren. Das war so eine Fülle von Songs und Informationen, die da auf einen eingeprasselt sind. Und auch zu einigen Songs, die gespielt wurden, hatte Mo sein Keyboard dabei und seine Gitarre und er hat hier und da auch ist er mit eingestiegen in die Songs. Ich erinnere mich noch an Stranger in Moscow, das lief auch als Multitrack und da meine ich, hat er da mit der Gitarre unterstützt oder mit dem Keyboard hat er unterstützt. Und das war dann auch ganz interessant zuzuhören oder zuzusehen, wie Mo denn auch direkt die Songs mit eingestiegen ist, wie er vermutlich auch in den Konzerten das gespielt hätte. Ja, das war der erste Teil. Ich habe hier auch noch das Poster liegen von der Veranstaltung. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Hier haben wir das. On the Line Presents. Der Vormittag verlief auf jeden Fall mit Mo und Michael. Dann gab es mittags eine Pause. Ich meine, das war so um 12:30 Uhr, 13 Uhr so um den Dreh. Da hieß es so eine Stunde Pause. Die ging aber länger, um das direkt zu sagen. In der Pause haben wir uns draußen, die Dirk Studios haben einen sehr schönen Innenhof. Da kann man eigentlich ganz gut auch die Zeit verbringen. Also es ist richtig schön gemacht vor Ort. Und wir Fans, einige sind essen gegangen, da gibt es einen Griechen und eine Pizzeria. Einige sind spontan essen gegangen und einige hatten das schon bedacht und haben Essen mitgebracht. Ich hatte auch was mitgebracht und dann hat man draußen dort gestanden und sich so nochmal unterhalten. Das war auch eine ganz angenehme Atmosphäre, weil Mo und Michael da auch rumliefen. Auch der Besitzer der Dirks Studios, also Herr Dirks persönlich, war vor Ort und ist dort rumgegangen. Das ist sein Studio. Und da war es eine ganz angenehme Atmosphäre, weil man da mit Fans zusammen war, weil man sich unterhalten hat und was gegessen hatte. Also Michael Jackson kann hier diese Stufen schon mal hochgegangen sein. Und von hier geht es denn hierher. Und man hat sich natürlich auch nochmal mit jedem unterhalten, weil da sind dann nochmal die lustigsten oder die interessantesten Michael Jackson-Geschichten herausgekommen, die jeder so erlebt hat. Und das bringt so ein Event mit sich, dass man eben Leute trifft, ins Gespräch kommt und man hört dann nochmal die Geschichten von neuen und alten Michael Jackson-Fans und was sie früher erlebt haben, als Michael noch lebte, wo man eben Veranstaltungen besucht hatte, wo Michael auch war. Und das ist immer interessant.
und auch das Team vom Podcast, von der Michael Jackson Podcast, haben dort auch Arbeiten für ihren Podcast gemacht. Das war dann auch interessant, denen dabei zuzuschauen, weil sie da auch ein Interview mit Mo Pleasure gemacht haben, ein kurzes. Und ja, also rundherum eine super Mittagspause. Nach der Pause ging es wieder zurück. Wir mussten alle Wertsachen abgeben und Michael hat uns informiert, dass Jennifer noch unterwegs ist. Das heißt, die Zeit wurde immer knapper. Deshalb hat sich das ein bisschen verzögert alles. Und das Programm ging entsprechend weiter. Das heißt, Mo und Michael haben zusammen weitere Multitracks gezeigt. Mo hatte auch einen Part für sich, wo er eben auch was gespielt hatte. Ich meine, das war dieser Part, wo er Stranger in Moscow gespielt hat. Und dann wurde es auch eine kleine Zeit sehr technisch von dem, was die erzählt haben, was sie im Studio für Arbeiten machen, wie gewisse Töne gespielt werden. Das Publikum konnte auch immer wieder Fragen stellen. Da ging es dann auch um die Zusammenarbeit mit Michael. Und mir fällt jetzt aus diesem Teil überhaupt nichts mehr ein, Konkretes, wo ich sagen könnte, das ist mir hängen geblieben. Sie beschreiben die Arbeit allgemein immer als sehr respektvoll. Er war ein großartiger Musiker. Michael hat geglänzt bei allem, was er gemacht hat. Also das sind so die Töne, in denen sie von ihrer Arbeit mit Michael sprechen. Und es gab zwischendurch auch ein paar Fragen zu Multitracks, zu Songs, die er nicht dabei hatte. Das fand ich auch schade, dass er eben nicht so gut ausgerüstet war, dass er auch Dinge zeigen konnte, die Fans denn auch wahrscheinlich mehr interessieren als nur die Hits, obwohl das natürlich auch interessant war, das so zu hören. An der Stelle gab es noch ein richtiges Highlight. Und zwar, dazu muss man wissen, dass die Dierks Studios nicht nur ein Tonstudio sind, wo Musiker hingehen und Alben und Songs aufnehmen. Nein, die Inhaber vom Tonstudio, die haben auch eine Zeit lang Veranstaltungen gefilmt. Und so hatten die Inhaber 1997 die History Tour in München aufgezeichnet. Das ist die Version, die wir alle auch aus dem Fernseher kennen oder auf YouTube, also die Sat.1-Version, die damals ausgestrahlt wurde. Die hat tatsächlich, die Inhaber von diesem Studio hatten die Rechte, das Konzert eben zu filmen. Und es ist ja das einzige Konzert, das auf HD aufgenommen wurde. Also die beste Bildqualität, die damals verfügbar war. Also in Kinoqualität wurde das aufgenommen. Ja, und das Highlight, das jetzt kommt, wir haben eine neue Version vom Earth Song gesehen. Und zwar aus dem Bildmaterial, das dort in den Dierks Studios vorliegt, hat man einen neuen Cut, also einen neuen Schnitt vom Earth Song gemacht. Und der war wirklich total anders als den Earth Song, den wir kennen. Es war viel mehr Michael zu sehen, viel weniger Publikum. Und das alleine ist schon ein Highlight, also neues Material zu sehen, das wir noch nicht kannten. Und daraus dann auch noch eine 3D-Version zu sehen. Das heißt, wir haben nicht nur neues Bildmaterial bekommen, wir haben eine 3D-Brille bekommen, die wir uns anziehen konnten. Und auf der großen Leinwand wurde uns dann der Earth Song in einem neuen Cut in 3D gezeigt. Und das war natürlich ein Gänsehautmoment. Das war richtig, richtig cool, diesen Song in dieser Veranstaltung mit so vielen Fans zusammen anzuschauen. Das war wirklich auch ein bisschen emotional, ein bisschen Gänsehautmomente hat man da bekommen. Und auch einen riesen Applaus gab es danach. Und im Anschluss wurde der Song einfach nochmal gezeigt. Also der Earth Song geht ja insgesamt ungefähr 10, 11 Minuten in der gesamten Sequenz, einschließlich der Schlusspart, wo der Panzer auf die Bühne rollt, der Soldat aussteigt und das Kind eine Blume überreicht. Also eine richtig coole Aktion war das, diesen Song in den Dierks Studios so zu erleben. Und ja, also das war auch ein richtiges Highlight, bevor es dann in die Pause ging. Am Nachmittag
war es denn soweit. Jennifer Batten war da und wir mussten alle wieder raus. Da gab es noch mal eine kleine Nachmittagspause. Sollte so 20 Minuten gehen, dauerte aber dann auch, glaube ich, fast eine Stunde. In der Zeit hatte sich Jennifer fertig gemacht. Die hatte wohl auch, wurde gesagt, ja, muss ich noch fertig machen und Gitarre und so weiter. Und da war ich natürlich schon gespannt, was kommt da gleich auf uns zu? Wird sie spielen? Hat sie vielleicht ein Bühnenoutfit aus der Bad Tour an oder Dangerous Tour oder History Tour? Ja, man war auf jeden Fall wieder draußen. Vorher hat es zum Glück nicht geregnet, also da war es gerade auch ein bisschen entspannt. Hatte gerade aufgehört zu regnen, so war das. Und die Sonne kam raus, daher hatte man draußen wieder eine ganz gute Luft und es war wirklich auch wieder ganz schön draußen mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Als die Pause zu Ende war, sind wir wieder reingegangen und auch wieder durch die Kontrolle, auch wieder gescannt, hinsetzen und da stand dann auf jeden Fall schon Jennifer. Das heißt, sie war schon direkt dort, sie stand neben dem Pult, wo Mo und Michael saßen, hat sie sich Jennifer hingestellt mit Gitarre und sie hatte auch ein cooles Outfit an. Es war kein Outfit von der Bad Dangerous oder History Tour, aber sie war bühnentauglich fertig gemacht, als würde sie jetzt ein Konzert geben und das fand ich richtig cool. Ja, und als wir uns hingesetzt hatten, hat Jennifer auch noch mal kurz erzählt, ja, wo sie gerade herkam, dass sie aus Portugal angereist kam, dass es erst um 6 Uhr heute Morgen der Flug ging, gestern aber auch erst um 1 im Bett war und hat auch gesagt, dass sie matschig in der Birne ist, sinngemäß. Und Jennifer war total cool, locker und Jennifer hat auch total professionell durch ihren Part geführt. Das habe ich ein bisschen vorher vermisst, das war alles so ein bisschen unstrukturiert vorher. Aber als Jennifer da war, da hat man gemerkt, okay, die hat das schon öfter gemacht. Und die hat da super durchgeführt durch ihren Teil. Sie stand da mit Gitarre, sie hatte sogar ein eigenes Licht aufgebaut, womit sie ausgeleuchtet war. Das kam dann auch gut zum Einsatz, als sie dann später gespielt hatte, weil sie stand mit Gitarre dort. Und sie hat dann eingeleitet, dass sie eben auch so Filme macht und schneidet auf so einer kostenfreien Filmsoftware-Datenbank. Da kann man sowas verarbeiten und für eigene Zwecke verwenden. Das sind dann eher so alte Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen. Und das hat sie verwendet und damit Michael Jackson Songs zusammengeschnitten. Und das war ganz witzig zusammengeschnitten, wenn man diese alten Schwarz-Weiß-Filme sieht. Und dann kommt die Michael-Musik darauf und dann spielt sie darauf auch Gitarre, ihren Gitarrenpart. Das war schon richtig cool. Und Jennifer hat 4 Songs insgesamt gespielt. Das ging los mit Off the Wall, danach Bad, Dirty Diana und an den 4. Song kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Oder waren es doch nur 3? Na, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es noch jemand von euch. Gerne in den Kommentare reinschreiben oder mir fällt es noch ein. Ich weiß es nicht, aber ja. Und das war natürlich super cool, Dirty Diana in der Version zu hören. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und zwischen ihren Songs hat sie immer Fragen-Antworten-Runden gemacht. Das heißt, das Publikum konnte wieder Fragen stellen und da ging es halt um ihre Arbeit mit Michael und da habe ich mir was aufgeschrieben, um da nochmal so den Faden nicht zu verlieren. Ja, eine Frage war, da wurde Jennifer gefragt, ob es Fehler gibt, die sie gemacht hat und Michael das aufgefallen ist oder ob es generell Fehler gab. Oder ob sie auch die perfekte Spielerin war. Und Jennifer hat dann laut gelacht und hat erzählt von einem Kollegen, der wohl mal gesagt hat, nee, ich mache nie Fehler. Und Jennifer war ganz locker und hat gesagt, ich habe 1000 Fehler gemacht. Und die hat sich dann an die Stelle erinnert, als sie DS gespielt haben auf der History Tour. Auf dem ersten Part war ja auch DS auf der Setlist. Und da gab es eine Note, die sie nie so gespielt hat, wie das ursprünglich auf dem Album vorgesehen war. Und das ist ihr eben in Erinnerung geblieben als ein Beispiel, wo sie einen Fehler gemacht hat. Dann hatte jemand gefragt, wie das so bei den Proben war. Und da hat sie sich erinnert, sie erinnert sich daran, dass die Proben immer sehr laut waren. Es war immer so laut, dass ihr fast die Ohren geblutet hätten. Es war ohrenbetäubend. Michael fragte immer, ist es laut genug, ist es laut genug, aber er wollte es noch lauter haben. Also sie erinnert sich, gerade die Bad-Tour-Proben waren wohl immer extrem laut und daran erinnerte sie sich sehr stark. Als nächstes hatte jemand gefragt, ob sie sich noch an das Come Together Video erinnern
an die Aufnahmen zu dem Come Together Video erinnert, das ja im Moonwalker-Film verarbeitet wird. Und auch daran hatte sie Erinnerungen, weil es auch dort ohrenbetäubend laut gewesen sein muss bei diesen Proben. Sie erinnert sich noch, dass ihre Schwester auch im Publikum war, die hatte sie damals mitgenommen. Und auch, was ja lustig ist im Video, Michael also sie erinnert sich an sehr vielen Takes, die gemacht worden sind. Michael hatte bestimmt 14, 15 verschiedene, also 14 bis 20 Mal, ich meine 14 Mal hat sie gesagt, sich das T-Shirt irgendwie aufgerissen. Und man sieht ja auch in dem Video die Zusammenschnitte, mal ist das T-Shirt bis hier aufgerissen, mal bis da, mal vorne nur angerissen, mal gar nicht angerissen. Und das ist halt alles aus diesen vielen verschiedenen Aufnahmen entstanden. Und sie sagt auch, dass das Come Together Video sehr improvisiert aufgenommen wurde. Da gab es also keine Vorbereitung zu, man ist einfach dort rein und hat sozusagen aus der Situation gerockt. Dann kam die Frage auf, wie Jennifer die ersten Probetagen in Erinnerung hatte, als sie auf der Bad Tour mit Michael arbeiteten. Als der erste Probentag vorbei war, kamen am nächsten Tag die Tänzerinnen auf sie zu und meinten, du, wir müssen mal mit dir sprechen. Wir müssen mal über das Tanzen mit dir sprechen. Und da hatte Michael wohl den Tänzern ausgerichtet, dass sie mal mit Jennifer so das ein oder andere proben sollten. Und da hat sie sich natürlich sehr amüsiert, jetzt aus heutiger Sicht drüber, dass das damals so war. Und sie sagt halt auch nach wie vor, dass sie keine Tänzerin ist und erinnert sich an verschiedene Tänze auf der Bühne bei Working Day and Night, wo sie ja auch so in der gewissen Choreografie mit drin ist. Und daran hat sie sich halt auch zurückerinnert, dass das nicht ihr Job war. Also da fühlte sie sich nie wohl. Sie ist halt Gitarristin und da kommt sie her. Und dieses Tanzen das lag ihr nicht so oder liegt ihr generell nicht so. Später kam nochmal die Frage auf, ob bei der Dangerous Tour auch so geprobt wurde wie bei der Bad Tour. Und da sagte sie, nein, wir haben da einen großen Teil alleine geprobt und Michael kam erst später dazu. Und nachdem Michael ließ sich auch entschuldigen, er habe so viele Termine, er kann leider nicht kommen. Und als Michael kam, hatte Jennifer für den Tag einen Termin angenommen, ein Konzert angenommen, wo sie spielen sollte. Und da hatte sie sich dann hinterher geärgert, dass sie nicht da war, aber dadurch, dass Michael halt nie anwesend war, hatte sie irgendwann auch überlegt, soll ich diesen Termin annehmen, soll ich den nicht annehmen? Ja, und dann hat sie sich dazu entschlossen, diesen Termin anzunehmen. Und an dem Tag ausgerechnet kam dann Michael zu den Proben und da war sie nicht da. Und am nächsten Tag wurde ihr dann auch gesagt, dass Michael wohl explizit nach ihr gefragt hatte, Jennifer, wo ist sie denn? Und ja, sie ist heute nicht da. Und am nächsten Tag war sie dann wieder da. Jennifer wurde auch noch gefragt, welchen Song sie geprobt haben, der nicht live gespielt wurde. Und da fiel ihr dann noch Remember the Time ein, der ja auch geprobt wurde und dann leider nicht veröffentlicht wurde. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da gesagt hat, aber Remember the Time wurde dort genannt. Jennifer wurde noch gefragt, wann sie Michael das letzte Mal gesehen hatte und auch mit ihm gesprochen hatte. Und das war dann tatsächlich auf der History Tour, am Ende der Tour, da hatte sie ihn das letzte Mal gesehen und das letzte Mal mit ihm gesprochen. Als This Is It angekündigt wurde, war dann Jennifer auch so ein bisschen, ja, freudig erregt, will ich das mal nennen, weil sie sagte, oh, es geht wieder los, I'm ready to rock. Und dann hat sie die ganze Zeit gewartet, wo bleibt der Anruf? Und es gab aber keinen Anruf. Und da war dann, komme ich auf den Namen nicht, die junge Gitarristin wurde ja dann genommen und da hat Jennifer im Seminar dann drüber gelächelt, ja, wurde ich hier auf Ersatzteillager gestellt und da wird so ein junges Ding rangeholt und so ist das halt, im Alter wird man ausgetauscht. Aber sie hat überhaupt kein böses Blut verloren. Sie sagt, das ist eine super Gitarristin und sie soll ihre Chance haben. Ich hatte meine Chance auf 3 Tourneen. Und jetzt kommen eben andere junge Talente, sollen jetzt auch das Glück haben, das zu erleben. Also da war überhaupt kein Neid, obwohl sie dann gesagt hat, so ein bisschen vielleicht, aber insgesamt ist sie da total fein mit. Und sie hat sie auch kennengelernt schon und findet auch, dass sie eine super Gitarristin ist. Dann gab es noch die Geschichte, dass Michael immer wollte, dass man laut spielt, dass man aggressiv spielt, gerade
der Beat It-Teil oder bei Black or White, wenn sie die Gitarre-Riffs rannimmt. Und da hatte Michael ihr gesagt, du, denk an das Schlimmste, was dein Vater dir je gesagt hat. Und dann musst du das spielen. Und da hat sie zu ihm direkt gesagt, nee, mein Vater war cool. Das war dein Vater, der Probleme hatte, aber meiner nicht. Und dann wurde das so, ja, das hat sie eher so lustig erzählt, ob das wirklich so lustig war. Die Frage dazu war, gab es mal eine Situation, wo du ja irgendwie zu weit gegangen bist? Ne, da gab es diese Fragestellung, ging so in die Richtung. Bist du irgendwann mal zu weit gegangen? Hattest du Stress? Und das war so eine Geschichte, wo sie das Gefühl hatte, zu weit gegangen zu sein, wobei Michael aber dann total cool dabei blieb. Also da ist dann auch nicht, das hat das Verhältnis zwischen den beiden nicht nachhaltig beeinflusst. Ja, und der Part mit Jennifer, der ging, glaube ich, schon so 2 Stunden, der ging schon recht lange. Gefühlt würde ich sagen, wir haben jetzt vielleicht so 6 Uhr, aber es war schon irgendwie kurz vor 7 und Jennifer hat dann übergeleitet so in eine Pause und dann sind alle rausgegangen und dann wurde es so ein bisschen durcheinander. Einige haben sich schon die Taschen geholt, weil wir gedacht haben, es ist wirklich eine Pause kurz und dann hieß es, nee, das ist jetzt zu Ende. Und dann ging das fließend über in die Verabschiedung, wobei wir nicht so richtig offiziell verabschiedet wurden, aber wir haben noch ein Gruppenfoto gemacht. Und da haben wir uns dann draußen auf dem Parkplatz versammelt, wo ein großes Michael Jackson-Schild aufgestellt wurde, ein riesen Plakat. Und davor haben sich dann alle versammelt, die dort waren und haben zusammen mit Jennifer, Mo und Michael ein Abschlussfoto gemacht. Und da hat sich dann auch aufgelöst, weil dort haben alle noch Autogramme gegeben, man konnte noch Fotos mit allen machen und so ist das dann doch noch in einer lockeren, entspannten Atmosphäre langsam zu Ende gegangen. Ja, und nach, da wurde es dann ja auch schon dunkel, ne, da sind wir schon in der Zeit, wo es dann auch schon dunkel wird. Und als es dann auch dunkel war, hatte sich dann auch schon so weit verabschiedet, dass einige gegangen sind und ich hätte an der Stelle sehr gerne noch ein paar Abschiedsfotos gemacht mit ein paar, die da waren. Das haben wir jetzt leider verpasst. Gerne mit dem Michael Jackson Podcast hätte ich gerne noch ein Abschlussfoto gemacht. Leider beim nächsten Mal hoffentlich. Aber es war auch so viel Durcheinander zum Schluss. Jeder wollte so seine Fotos noch machen. Jeder war hier am Sprechen. Jeder hat noch irgendwie, also da war so viel Bewegung drin. Und einige habe ich auch nicht mehr gesehen. Da haben wir uns jetzt leider gar nicht mehr verabschiedet. Ja, an dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal alle grüßen, die da waren. Alle, die mich kennen und alle, die ich neu kennengelernt habe. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Ich weiß, dass ein paar auch bei der Kingvention sind. Da werde ich zumindest 2, glaube ich, ziemlich sicher sehen. Auch noch diesen Monat im Oktober. Dabei weiß ich noch gar nicht, wann diese Folge hier fertig sein wird. Ich hoffe, sie wird noch vor der Kingvention fertig sein. Also, das war's. Ein Tag nach dem MJ Music Day in Stommeln, in Pulheim bei Köln und ich verabschiede mich von hier.